Servus, mein Name ist Alexander Huber vom Huberwirt in Pleiskirchen und ich zeige euch heute zusammen mit KitchenAid Spinatknödel mit brauner Butter und Parmesan. Wir starten in unserem vegetarischen Wahnsinn als allererstes mit Parmesan reiben und das machen wir natürlich mit der KitchenAid Maschine. Passt wunderbar. Fangen wir mit unserem Teig an und dazu brauchen wir als allererstes Spinat, den da wir in kochend heißem Wasser blanchieren. Dann schreckt man in Eiswasser ab, dann nehmen wir ihn raus, drücken ihn aus, schneiden ein bisschen drüber, damit der Zerkleinerer ein bisschen Freude am Leben hat. Dann geben wir das in den Zerkleinerer zusammen mit Topfen, Semmelbrösel, Mehl, Eier, Butter, ein paar Croutons, damit es ein bisschen an Konsistenz gibt. Ein Eigelb, da haben wir unseren Spinat auch vorbereitet, den geben wir jetzt natürlich noch dazu. Dann haben wir mal ein bisschen Knoblauch vorbereitet, dann geben wir natürlich Salz dazu. Ein bisschen Pfeffer dazu, ein bisschen Cayenne, Zitronenabrieb und ein ganz kleines bisschen Muskat. Perfekt. Für unseren Teig natürlich das perfekte Gerät, weil es jetzt erstens zerkleinert, zweitens untermengt, kann man einfach selber gar nicht so schön machen. Jetzt deckt man ab mit Folie und geben ihn einfach 4 Stunden und lassen ihn ruhen. Wer jetzt keine 4 Stunden Zeit hat, weil man sagt, okay, ich möchte es einmal schneller machen, gibt es natürlich auch einen kleinen Trick und zwar ein paar Semmelbrösel dazu und wir geben unser Parmesan drunter. Wir haben jetzt eine wunderbar feste, feine Knödelmasse. Und dann schauen wir ein bisschen braune Butter vorbereiten. Die sind essentiell für unsere Knödel. So, das Wasser kocht, die Butter wird schon ein bisschen braun und jetzt gehen wir direkt ans Formen. Ja? Schnappen wir unser Knödel, feuchter Teig, feuchte Pfoten und dann drehen wir unseren wunderbaren runden Knödel. Die setzen wir dann ein. Die lassen wir ganz leicht simmern, auf gar keinen Fall kochen lassen. Eher so ein bisschen fast unter 100 Grad. Ähnlich wie bei der Pasta, ein bisschen Knödelwasser. Dann ein bisschen frische Butter, wenn man noch hat, ansonsten kann man ein bisschen was von der braunen nehmen. Das machen wir jetzt, damit unsere Knödel dann besonders glänzen. Ja. Holen wir aus dem Wasser raus und durchschwenken. Perfekto. Wir nehmen einen vorgewärmten Teller. Ja. Und dann setzen wir unsere gewünschte Portion, in unserem Fall haben wir jetzt große Esser. Dann schnappen wir uns die warme braune Butter. Ein paar geröstete Pinienkerne, richtig Parmesan. Und dann haben wir es noch ausdekorieren. Ich habe da ein bisschen frischen Kerbel und einen Blutampfer, der hat auch ein bisschen Säure und schaut außerdem super aus. Und schon haben wir ein wunderbares vegetarisches Gericht. Rezept wie immer auf der KitchenAid Homepage. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und die ist jetzt selber. Bis zum nächsten Mal.